Hallo meine Lieben, ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht, aber ich verbringe zu Hause sehr viel Zeit damit, meinen Keller auszumisten und so ein bisschen Frühlingsputz zu machen, trotz der ganzen Situation. Und na, das sind dann die schönen Momente, wenn man dann plötzlich so ein altes Schulbuch in den Fingern hat und eine Floppy-Disk drin ist. Da fühlt man sich erstmal richtig schön alt. Aber naja, ich wollte heute euch mal ein bisschen was zeigen, wo ihr Stoffreste, auch das gehört zum Ausmisten, ne? Dass man mit dem Stoffresten irgendwas anfangen kann. Und da habe ich mir gedacht, wir machen ganz einfach so eine kleine Tasche, wo ihr eure Maske reinmachen könnt, die ihr dann an eure ganz normale Tragetasche oder irgendwo an die Hose klemmen könnt und aber auch einen kleinen Beutel für das Desinfektionsmittel, damit ihr auch das immer schön zur Hand habt, weil ich war kürzlich mit einer Freundin unterwegs und die hatte da immer wieder in der Tasche rumgekramt, bis sie das Ding gefunden hat. Und ich dachte nur so, das wäre schon bequem, wenn das einfach an der Tasche dranhängen würde. Und genau das machen wir heute. Das heißt, heute habe ich 2 kleine Projekte, mit denen ihr eure Stoffreste aufbrauchen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind 2 Teile, die beide außen an eure Tasche oder an zum Beispiel Gurtschlaufe, wo ihr die dranhängen könnt. Eines wunderbar Platz für eine Maske. Und ich zeige euch auch, wie ihr das berechnen könnt, dass ihr das dann passend zu der Maske, die ihr tragt, machen könnt. Und das ist außen mit einem beschichteten Material, damit es so ein bisschen wetterbeständiger ist, weil das außen an der Tasche hängt. Und dann für den Sanitizer oder das Desinfektionsmittel habt ihr hier eine kleine Tasche, die ihr eben auch an eure Tasche hängen könnt und wo ihr nicht in eurer Tasche drin herumkramen müsst, sondern quasi das immer zur Hand habt, da das Desinfektionsmittel verwenden könnt. Und hier habt ihr auch einen Druckknopf, wo ihr das rausnehmen könnt und nachfüllen oder neues und dann wieder rein und wieder zumachen. Und wie ihr diese beiden Sachen machen könnt und wie ihr das vor allem so berechnen könnt, dass das für euer Desinfektionsmittel und eure Maske passt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist Stoff. Ich habe für innen einen Baumwollstoff, das ist dieser Sterne gemusterte dunkelblaue. Auch für den Henkel außen habe ich den und für außen habe ich ein beschichtetes Material, was ich immer besser finde, weil, naja, es hängt halt dann außen an der Tasche. Zu den Maßen kommen wir gleich noch kurz zu, was sonst noch auf dem Tisch ist. Ich habe wie immer die Nick-Clips oder die Wonder-Clips und die Nadeln auf dem Tisch. Ein Essstäbchen, um die Ecken rauszudrücken, eine Schere, Stoffschere, den Stoff zu schneiden, etwas zum Anzeichnen, eine kleine Ahle, dann für den Druckknopf. Dann habe ich den Schneiderlineal, ich habe den Rollschneider. Dann, um die Druckknöpfe aufzubringen, ich habe hier so weiße Collar Snaps und die entsprechenden Aufsätze für die Printzange. Die verwende ich und eben dann mit der Ahle werde ich dann ein Loch durchmachen, dass es ein bisschen einfacher geht. Und dann natürlich habe ich eine Maske auf dem Tisch, weil wir werden einerseits ein kleines Säckchen für die Maske machen und dann habe ich Sanitizer auf dem Tisch. Ich werde euch dann zeigen, wie ihr die Maße nehmen könnt, damit es für das, was ihr verwendet, passt. Ich werde das hier für das Größere heute zeigen. Um das Ganze dann an der Tasche festzumachen, habe ich hier solche Haken. Und da könnt ihr einen großen nehmen oder 2 kleine. Ich werde hier pro Element dann einen solchen Haken verwenden. Kommen wir zu den Stoffmaßen. Ich habe hier die Maske berechnet, einfach wie
hoch und wie breit die ist. Ich habe es großzügig gemessen und da komme ich auf 10 cm mal 12 cm. Dementsprechend brauchen wir dann ganz einfach ein großes Element und das ist 27 cm und 14 cm in der Breite. Warum diese Maße? Ich habe es ganz einfach so gerechnet, dass ich die Maske genommen habe und eben das ist 12 cm breit und deshalb habe ich hier auf beiden Seiten 1 cm Nahtzugabe dazu genommen. Da lande ich bei 14 cm und von der Höhe her oder vom Innenstoff, was wir hier brauchen, sind die 10 cm plus nochmal 10 cm, weil wir haben ja 2 Seiten. Plus dann, um das Ganze verschließen zu können, habe ich nochmal 7 cm dazu genommen und deshalb lande ich dann bei 27 cm. Das heißt 25 cm plus zweimal eine Nahtzugabe. Das ist das für den Innenstoff. Dann für den Außenstoff habe ich 2 Elemente, weil ich werde es nicht in einem machen, sondern ich werde so machen, dass die Klappe vorne oben befestigt ist, damit ich hier den Henkel reinmachen kann. Und deshalb habe ich 2 Stücke. Eines ist auch 14 cm in der Breite und 22 cm in der Höhe. Und hier seht ihr eben wieder die 2 mal 10 cm gibt 20 cm plus 2 cm Nahtzugabe. Dann sind wir bei 22 cm. Für den Deckel oder den Verschluss habe ich dann eben auch die 14 cm und dann habe ich 7 cm in der Höhe und das ergibt dann 5 cm, weil ich hier eine Nahtzugabe habe und hier eine Nahtzugabe. So könnt ihr das für euch anpassen. Den Henkel habe ich relativ klein gemacht. Der ist ganz einfach 5 cm in der Breite und 8 cm in der Länge. Den habe ich einmal gefaltet und dann die beiden Enden reingefaltet und das wieder gefaltet. Und so haben wir dann hier eine kleine Schlaufe, die wir verwenden können, um dann nachher hier diesen Haken dran zu machen. Die werden wir mit einnähen. Das ist das, was ihr für die Maske braucht. Das andere für den Sanitizer gucken wir uns nachher an. Wir machen zuerst hier das Ganze für das Säckchen und dann gucken wir uns das an. Was wir jetzt als allererstes machen, ist hier uns um diesen Henkel zu kümmern. Eben den legt ihr entsprechend um. Einmal in der Mitte, dann die äußeren Laschen oder die äußeren Enden reinlegen und das Ganze noch einmal zusammenlegen. Und so könnt ihr das einfach einmal von oben verriegeln, ganz knappkantig runternähen, unten auch wieder verriegeln und das mit einem Gradstich. Dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das hier nehmen und dann legt ihr den Außenstoff so vor euch hin, dass euch die schöne Seite anguckt und legt diesen Henkel hier so an die Kante dran. Und ihr könnt da gucken, dass ihr mittig seid. Bei beschichtetem Stoff ist es einfach, den könnt ihr einfach kurz einknicken, dann weiß ich, hier ist meine Mitte. Dann würde ich den drauflegen, nachdem ich das genäht habe. Hier schön in die Mitte. Und dann das andere Stück, die schöne Seite nach unten, so dass sich beide schönen Seiten angucken. Und dann so hier drauf. Das macht ihr dann fest mit den Clips am besten, weil bei beschichtetem Stoff sieht man dann die Löcher immer, wenn ihr mit Nadeln arbeitet. Deshalb arbeite ich da mit den Wonderclips. Und dann könnt ihr das hier mit einem Zentimeter Nahtzugabe schön abnähen. Einmal verriegeln, runternähen, wieder verriegeln. Und wenn ihr das dann genäht habt, könnt ihr das aufklappen. Quasi so, dass hier oben, dass die Nahtzugaben nach unten geklappt sind. Und dann könnt ihr das auch noch einmal abnähen. Von hier nach hier. Schön knappkantig, damit ihr hier dann das auch nochmal befestigen könnt. Sind ein paar Schritte miteinander, aber geht am einfachsten, wenn ich euch das gleich so zeige. Und
das mache ich jetzt alles an der Nähmaschine. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were there. So, das habe ich jetzt genäht und jetzt habe ich 2 Stücke, die gleich groß sind, dadurch, dass wir das hier abgenäht haben. Und jetzt kann ich einfach die beiden Seiten rechts auf rechts aufeinander legen und dann näht ihr hier unten, steckt hier kurz fest, und das näht ihr auch mit einem Zentimeter Nahtzugabe hier oben verriegeln, runternähen bis hier, und dann klappt ihr das auch wieder auf und macht genau dasselbe wie hier, das heißt, ihr näht es einmal knappkantig ab. Und das mache ich jetzt kurz. In the dark, with a feeling in our eyes, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, Jetzt sollte das bei euch so aussehen, das heißt, ihr habt hier oben die Lasche, wo der kleine Haken eingenäht ist, und hier unten habt ihr eine Kante, die umgenäht ist. Und jetzt öffnen wir das wieder und legen das ihr so weit hoch, dass es hier oben schön an diese Kante kommt. Das ist das Schöne wenn ihr beschichteten Stoff habt, dann könnt ihr den einfach schön glatt streichen. Das heißt, hier unten, ne, liegt der so. Hier haben wir es schön Kante auf Kante. Und dann klappt ihr das Ganze hier hoch, damit es oben schön abschließt. Und so müssten eigentlich alle Seiten schön aufeinander passen. So steckt ihr das kurz fest. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? Und so könnt ihr das ringsherum einmal abnähen, aber ihr braucht eine Wendeöffnung. Und zwar mache ich die hier oben, wo ich diese abgeschrägte Lasche haben, und vielleicht vom Abschrägen, das habe ich euch gar nicht gesagt, ne? Als ich den Stoff zugeschnitten habe, habe ich einfach 2 cm reingemessen, 2 cm runter, eine Markierung gemacht und das so abgeschnitten. Und das beim Innenstoff und aber auch bei der Lasche. Nur, sorry, ne? Aber so könnt ihr das jetzt nähen. Das heißt, ihr fangt hier an, verriegeln, dann näht ihr hier lang, hier runter, da lang, da wieder lang, hier lang, bis ihr wieder an diese oberen Kante angelangt seid, und da geht ihr ein bisschen rein. Lasst einfach genug Öffnung, damit ihr je nach Stoff, was ihr verwendet, dass ihr den dann auch durchkriegt. Von dem her, ich werde hier wirklich ein großes Stück offen lassen als Wendeöffnung. Und das nähe ich jetzt kurz. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We
Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das so aussehen. Das heißt, ihr habt hier oben eine Wendeöffnung und der Rest ist abgenäht. Dann könnt ihr die Ecken hier noch zurückschneiden. Nicht in die Naht hinein, aber knapp dran. Und was ich jeweils mache, hier, ich lege die Kanten auch gleich runter, damit das nachher ein bisschen einfacher geht zum Vernähen, weil das ist ja unsere Wendeöffnung. Ihr könnt auch mit dem Bügeleisen das kurz aufbügeln. Ich mache heute schnelles Nähprojekt. So. Und jetzt könnt ihr das Ganze über die Wendeöffnung wenden. Am besten macht ihr das so, wenn ihr da reingreift. Ihr habt jetzt zwei Außenschichten aufeinander und auf der Seite habt ihr zwei Innenschichten aufeinander. Am besten geht ihr mit dem Finger dahin, wo die zwei Außenschichten sind und zieht das Ganze so durch. Dann könnt ihr die Ecken schön ausarbeiten mit dem Essstäbchen. So, dann sieht das so aus und wenn ihr alles aus Stoff habt, dann könnt ihr das gut auch noch einmal schön glatt bügeln. Jetzt haben wir ja hier oben die Wendeöffnung, die klappt ihr schön rein. Weil was wir jetzt machen, wir nähen jetzt diesen Deckel noch einmal ab. Und zwar fangt ihr hier an und näht es hier hoch, hier rüber, da runter, hier wieder runter und wieder, bis ihr hier an der Kante angelangt seid. Und somit verschließt ihr hier oben auch die Wendeöffnung. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr so ein kleines Täschchen haben und mit einem kleinen Haken oben. Und damit ihr das verschließen könnt, machen wir da jetzt noch einen Knopf dran. Jetzt könnt ihr auch gucken, wie viel Platz ihr da lassen müsst. Ihr seht, das hat wirklich super drin Platz. Da könnt ihr das ein bisschen reinlegen. Und dann das Ganze so umlegen, wie ihr das haben wollt. Jetzt müsste das Ganze ja in etwa 12 cm breit sein. Ne? Und da markiere ich mir jetzt die Hälfte. Ne? Das müsste bei 6 sein. Einfach kurz markieren, damit ihr wisst, wo das ungefähr hin soll. Und dann könnt ihr mit dem Collar Snap gucken, was am besten aussieht. Ne? Wie weit runter ihr gehen wollt. Bei mir wird es hier auf der Höhe sein. Dann mache ich jetzt einfach kurz nur ein Loch rein. Also ich mache das noch nicht fest, sondern mache da nur kurz ein Loch rein. Und gehe dann mit meinem Schreiber dadurch, damit ich auf der Innenseite sehe, wo ich da landen muss. Dann habe ich hier das zweite Loch. So, jetzt brauchen wir 4 von diesen Teilen. Das sind die Elemente, ne? 2 mit den Spitzen, das Runde hier und das mit dem Tunnel. Dann müssen wir hier noch die richtigen Elemente auf die Zange bringen. Das hält bei mir mäßig, ne? So. Jetzt haben wir hier von außen kommt ein rundes Teil rein, durch das Loch durch und dann den Tunnel, so dass euch der Tunnel anguckt. Dann geht ihr mit dem weißen Element hier hinten drauf und vorne mit dem Plastikteil hier drauf und drückt einmal fest. Dann haben wir das schon mal drauf und auf der anderen Seite müsst ihr mit dem weißen hoch und dann das weiße hier, das runde,
Da, wo ihr solche Striche seht, das muss unten liegen, hier drauf. Und auch hier geht ihr wieder mit dem weißen Element auf das Runde drauf und mit dem anderen von außen hier drauf und macht das fest. So, dann kann Maske rein. Druckknopf zu. Und dann können wir hier noch dieses Element kurz anbringen. Und schon haben wir das erste Element fertig. So könnt ihr das dann ganz einfach an eure Tasche dran machen. So haben wir schon das erste kleine Tütchen. Und es ist auch einigermaßen wetterbeständig, weil wir ein beschichtetes Material haben. Wenn ihr das aus Stoff macht, dann könnt ihr natürlich zum Beispiel auch mit Flexfolie noch irgendwas drauf machen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber so, ne? Aufmachen, Maske rausnehmen, gut ist. Ihr könnt da natürlich auch zwei von machen, ne? Und dann eines für die gebrauchte und eines für die frische Maske. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber so, ne? Einfach an der Tasche befestigen und dann müsst ihr die nicht irgendwo in der Jackentasche verstauen. Das ist das Erste. Jetzt passend zur Tasche machen wir auch gleich noch sowas für den Hand Sanitizer oder das Handdesinfektionsmittel. Ich musste kürzlich lachen, weil ein Kollege aus England bei der Arbeit meinte, wir Deutschen oder Schweizer oder wie auch immer deutsch sprechenden Menschen, sagen wir mal so, wir versuchen ja immer einen ganzen Satz in ein Wort reinzupacken. Und hier auch wieder so ein Beispiel, ne? Handdesinfektionsmittel. Gut, aber dafür machen wir eben eine passende Tasche. Und das habe ich wie folgt berechnet. Ich habe das Teil hier genommen und das könnt ihr dann eben mit dem machen, was ihr verwendet. Und was ich als erstes gemessen habe, ist erstmal wie der Umfang. Großzügig gemessen, damit es dann auch wirklich Platz hat, sind es 12 cm bei mir. Dann hier oben der Verschluss. Auch großzügig gemessen sind es 8 cm. Dann habe ich gemessen, das ist ja, die Flasche ist 2 cm breit. Und deshalb habe ich hier einfach bei 1 cm angefangen zu messen, weil ich weiß, ich muss hier noch rein. Und das dann runtergemessen auch wieder bis zur Hälfte und da lande ich bei 10 cm. Und das sind die Maße, die ich brauche. Natürlich wollte ich da auch noch eine Lasche und die Lasche wird bei mir so sein, dass ich hier hinten angefangen habe nach vorne und da bin ich 8 cm, respektive wir haben ja noch eine Nahtzugabe. Das heißt, hier lande ich bei ungefähr in der Mitte der Flasche. Bis hierhin wird es gehen. Das sind die Maße, die ich brauche, um die Hülle zu machen. Jetzt, was habe ich mit diesen Maßen gemacht? Hier oben müssen wir eine Öffnung lassen, damit wir die Flasche so durchstecken können. Ich brauche 8 cm im Umfang und deshalb habe ich das einfach durch 2 gerechnet. Dann weiß ich, wenn ich 4 cm offen stehen lasse, dann sollte die hier Platz haben. Das ist eine. Dann habe ich geguckt, wie breit muss mein Stoff sein. Da hatten wir gesagt, das sind 12 cm Umfang und die habe ich durch 2 gerechnet, weil ich habe eine Vorder- und eine Rückseite, die ich nähen werde. Da sind wir bei 6 cm. Um sicher zu sein, dass das wirklich Platz hat, habe ich 1 cm dazu genommen. Dann sind wir bei 7 cm. Und dann habe ich auf beiden Seiten eine Nahtzugabe, die ist 2 cm. Somit landen wir bei 9 cm. Das heißt, alle Teile bis auf den Henkel sind 9 cm in der Breite. So, dann habe ich den Außenstoff oder respektive Außen- und Innenstoff. Hier ist das Ziel. Hier haben wir
1 cm, der weggeht, von wegen Nahtzugabe. Und dann hier auch nochmal, also wir haben auf beiden Seiten 1 cm Nahtzugabe. Und dann landen wir hier in etwa in der Mitte und oben am Hals. Ne? So in dem Stil. Deshalb habe ich dieses Stück hier geschnitten auf 11 cm. Das sind diese 9 cm vom Flaschenhals nach oben plus eben hier noch rein bis zur Hälfte der Flasche. Das sind ja bei mir 9 cm, zweimal Nahtzugabe von 1 cm, dann landen wir bei 11 cm. Und deshalb habe ich hier 3 Stück, die zweimal Außenstoff, einmal Innenstoff, die 9 cm in der Breite sind und 11 cm in der Höhe. Dann machen wir es anders. Dann will ich eine Lasche machen, natürlich auch mit den 9 cm. Oben verliere ich eben auch die Nahtzugabe, das auch unten. Und deshalb bin ich hier auf 8 cm gegangen, damit ich da wirklich weit genug runterkomme. Die könnt ihr von der Länge her so machen, wie euch das am besten gefällt, wie hoch oder tief runter ihr gehen wollt. Aber natürlich die 9 cm Breite. Und hier habe ich auch die Ecken abgeschrägt. Das habe ich wie bei der Tasche so gemacht, dass ich 2 cm rein, 2 cm runter gemessen habe und da die Ecken abgeschnitten habe. Und jetzt ist es ja so, wenn ich dann dieses Teil und dieses Teil mit je einem Zentimeter Nahtzugabe zusammennähe, dann sollte das dann gleich groß sein wie dieses Teil hier. Und hier hatte ich 8 cm und hier hatte ich 11 cm minus die 1 cm Nahtzugabe. Dann bin ich auf 19 minus, also 11 plus 8 gibt 19, minus 2 gibt 17. Und somit habe ich hier für den Innenstoff ein Teil, was auch die 9 cm Breite hat und dann die 17 cm Höhe und auch hier die Ecken abgeschnitten. Das ist das. So, und dann habe ich gleich wie hier auch so einen kleinen Henkel gemacht, den habe ich auch schon genäht, weil das habe ich euch vorhin gezeigt. Das sind 8 cm mal die 5 cm, einmal in der Hälfte zusammengelegt, die beiden Enden reingelegt und das dann einmal kurz abgenäht. Extrem unschön genäht hier, aber naja, manchmal klappt es nicht ganz so doll. Jetzt als allererstes machen wir dasselbe, was wir hier gemacht haben. Das heißt, wir nehmen den Henkel, wenn ihr den genäht habt, legen den einmal um. Ich versuche gerade eine Stelle zu finden, die nicht ganz so schrecklich aussieht. Und dann legt ihr den hier in der Mitte von eurem Element. Legt ihr das so ran. Ihr könnt es ein bisschen auseinanderschieben, dann geht es dann auch mit dem Nähen ein bisschen besser. Und die Lasche, die legt ihr oben passend drauf. Könnt ihr das festmachen. Und genauso näht ihr das hier einmal ab. Das heißt, ihr fangt hier an, verriegelt, näht runter bis zum Ende und verriegelt wieder. Dann klappt ihr das auf, guckt auch, dass die Nahtzugabe nach unten guckt und näht das genau gleich, wie wir das hier gemacht haben. Näht ihr auch da die Kante nochmal ab. Das mache ich jetzt kurz mit dem Teil. Und was ich auch gleichzeitig mache, ist, ich nehme die anderen beiden Teile, das sind hier 9 cm, 11 cm, die lege ich so aufeinander und nähe die unten und oben auch einmal ab, auch mit dem Zentimeter Nahtzugabe. Und dann könnt ihr das einmal wenden und auf einer Seite oben abnähen
damit ihr hier auch so eine Kante habt. Und das alles nähe ich jetzt kurz. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled. Dann müsstet ihr jetzt hier dieses eine Element eben haben, was zusammengenäht ist, der Haken, der reingenäht ist und dann einmal abgenäht ist. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ne, wenn ich diesen Haken vernähe, da gehe ich immer noch einmal vor und zurück, damit ich sicher sein kann, dass der wirklich hält. Und das andere Stück, ne, da hatten wir zuerst von der anderen Seite die beiden Teile mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht, dann gewendet und dann hier oben eine Kante schön abgenäht. Jetzt müssen wir uns noch um diese beiden Teile kümmern, und zwar legt ihr die auch rechts aufeinander, sodass das schön passt. Macht die unten fest und dann nähen wir hier einmal mit einem Zentimeter Nahtzugabe das einfach runter. Das heißt, am Anfang verriegeln, runternähen, wieder verriegeln und dann bin ich gleich wieder zurück. And I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders. So, dann haben wir hier das auch zusammen genäht. Und jetzt nehmt ihr dieses Teil und legt die beiden Stoffe so, wie sie zusammengehören, nämlich ne, hier Sterne auf Sterne. Und die Kante, die ihr genäht habt, die liegt oben. So legt ihr das unten so hin, dass das schön mit der Kante unten abschließt und legt das hier hoch. Das heißt, es sollte jetzt wirklich schön hier innen drinne in der Kante drin liegen. Und so könnt ihr das festmachen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was abmessen. Wir hatten ja gesagt, ne, dass der Umfang von dieser Flasche 8 cm ist. Durch 2 gerechnet sind 4 cm. Das heißt, ich brauche hier eine Öffnung von 4 cm. Und jetzt rechnet, ne, ich habe eine Breite von 9 cm minus die 4 cm, die ich als Öffnung brauche, gibt 5 cm und das durch 2, weil ich von beiden Seiten jetzt reinmessen muss. Das heißt, ich bin von beiden Seiten auf 2,5 cm. Das heißt, ich mache mir hier bei 2,5 cm eine Markierung, damit ich weiß, okay, hier ist meine Flaschenöffnung. Und da darf ich nicht weiter reinnähen. Da müssten das jetzt, wenn wir es richtig gerechnet haben, 4 cm sein. Dann geht hier auf der Seite noch so ein ja, knapp 1 cm, 1,2 cm hoch. Abnaht, ne? Und dann könnt ihr mit einem kleinen Lineal hier einfach kurz die beiden Punkte verbinden. So. Das heißt, wir nähen jetzt hier quasi mit 1 cm Nahtzugabe das alles ab.
Was ihr auch braucht, ist eine Wendeöffnung, und zwar hier oben. Und da nähe ich für mich einfach hier bis in die Ecke, die ich eingezeichnet habe hier. Und da höre ich auf. Den Rest hier oben lasse ich stehen als Wendeöffnung, weil ich doch schon einen sehr robusten Stoff habe. Und genau das nähe ich jetzt. Das heißt, ich fange hier an, nähe runter, 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 bis hier, ne? Und hier mache ich eine Kurve und nähe dann bis hier und hier runter. Dann auf der anderen Seite fange ich hier an, bis hier in die Ecke, nähe dann hier hin, bis in diese Ecke und dann alles wieder hoch, 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 bis hier. Nee, sorry, bis hier, bis in diese Ecke und höre hier auf. Und wenn ihr eine Lasche gemacht habt, die länger ist, dann müsstet ihr die so reinlegen. Bei mir geht die nur bis hier, von dem her ich habe kein Problem damit, dass es hier irgendwo in die Naht reinrutschen könnte. Aber genau das nähe ich jetzt kurz ab. Unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. Sunshine in the day. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier das ein bisschen zurückschneiden. Achtung, einfach nicht in die Naht reinschneiden. Und hier, wo ihr eine Kurve habt, könnt ihr so ein paar Schnipsel reinmachen, damit sich das Ganze dann auch so ein bisschen besser biegen oder rausdrücken lässt. Dasselbe mache ich hier oben auch an der Ecke. So, und jetzt können wir das Ganze über die Wendeöffnung wenden. Und natürlich auch hier die Ecken rausdrücken. Und wenn ihr es gewendet habt und fälschlicherweise den Innenstoff außen habt, könnt ihr das einfach auch wieder wenden, so dass dann wirklich euer Außenstoff euch anguckt. So, tendenziell ist das Prinzip. Ihr habt hier unten jetzt eine Öffnung und da müsste es jetzt eigentlich funktionieren, dass ich den Sanitizer reingeben kann, der genug Platz hat, unten aber nicht rausrutscht, sondern hier quasi hängen bleibt und ich den jetzt dann noch verschließen kann und der dann so an der Tasche hängt. Jetzt müssen wir das hier oben noch verschließen und dazu legt ihr einfach die Nahtzugaben schön rein und dann näht ihr das einmal schön knappkantig hier auch wieder von dieser Kante hier einmal hoch, rüber, runter und auch hier wieder bis zu dieser Kante. So könnt ihr das einmal kurz abnähen. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights,
for traffic lights. Wenn das fertig ist, dann habt ihr das hier abgenäht. Ich kann normalerweise gerade nähen, aber bei diesem beschichteten Material habe ich persönlich immer ein bisschen Mühe, gebe ich zu. So, jetzt gucke ich da, ich versuche es nicht zu eng zu machen, dass es ein bisschen Platz hat, und gucke da, wo ich den ersten Knopf anbringen will oder den oberen Knopf anbringen will. Der sollte hier sein. Da mache ich kurz ein Loch durch. Und macht das wirklich, wenn ihr den Sanitizer hier drin habt, damit ihr da auch wisst, wo ihr den anderen Teil des Knopfes machen müsst. Das wäre hier bei mir. Und dann können wir die auch kurz noch anbringen. Das heißt, auch hier wieder das eine Element von innen durchstechen. Und dann gehe ich hier mit dem Runden drauf. Von der Zange her wieder das Weiße innen auf den Kreis und das andere außen. Und dann noch das andere Element hier, das Weiße oder das Weiße, hier den Kreis auch wieder von und außen. Und hier den Tunnel, so dass der Tunnel euch anschaut. So, und dann können wir hier noch den Anhänger dran machen. Ihr könnt es natürlich eben, wie am Anfang gesagt, ihr könnt es so machen, dass ihr beide Elemente an denselben Anhänger dran macht. Upsi. And I really wanna know if Ich für mich habe es so gemacht, dass ich zwei habe und dann eben den Sanitizer hier rein. Knopf so. So, und dann könnt ihr diese beiden Sachen wunderbar an eure Tasche dranhängen. Habt hier wunderbar Zugriff auf eure Maske. Bei den Collar Snaps ist es am Anfang so, dass die ein bisschen mehr Kraft brauchen, um die zu öffnen, aber das gibt sich dann, wenn man das ein paar Mal auf und zu gemacht hat. Und beim Desinfektionsmittel könnt ihr das so an eure Tasche hängen und habt da immer wunderbar Zugriff auf das Desinfektionsmittel, ohne dass ihr das irgendwo aus der Tasche rauspulen müsst. So einfach könnt ihr diese beiden Elemente machen. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und auch das Video und dass ihr da Lust habt, das selber auch nachzunähen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Even if I'm falling down, I will keep on searching.